Um meine Triebfahrzeuge testen, programmieren und einmessen zu können, verwende ich einen Rollenprüfstand von Marklin. Mithilfe eines Drehschalters kann ich ihn entweder mit meiner Zentrale, einer CS3, verbinden oder auch mit dem Logprogrammer von ESO. Zudem kann ich damit die Geschwindigkeit meiner Lokomotiven messen und anpassen. In diesem Video möchte ich zeigen, wie ich den Rollenprüfstand umgebaut habe und wie ich ihn verwende. Damit ich beim Aufsetzen keinen Kurzschluss verursachen kann, schalte ich das Gleis zunächst einmal stromlos. Das Aufgleisen ist beim Marklin-Rollenprüfstand etwas umständlicher als bei Konkurrenzprodukten. Zudem ist er auch nicht gerade billig. Dafür hat er aber andere große Vorteile, worauf ich später noch genauer eingehen werde. Sobald man die Rollenpaare passend zu den Treib- und Laufachsen positioniert hat, ist es wichtig, die Schrauben wieder festzuziehen. Ansonsten hat man gar keine oder nur eine sehr schlechte Stromübertragung. Nun kann ich bereits den Rollenprüfstand mit meiner CS3 verbinden und das Fahrzeug testen. So lasse ich beispielsweise alle neue Lokomotiven erst einmal 15 bis 30 Minuten in jede Richtung ohne Belastung mit mittlerer Geschwindigkeit einfahren, bevor ich sie programmiere und auf die Anlage setze. Man kann den Rollenprüfstand aber auch hervorragend verwenden, um Triebfahrzeuge nach einer Reparatur zu testen oder auch die Funktionalität der Steuerung einer Dampflokomotive zu überprüfen. Detaillierter als auf der Anlage selbst sieht man das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten des Gestänges. Hier beispielsweise die Umsteuerung von Stephenson an einer Baureihe 34 der früheren bayerischen Reihe B6 oder eher ein Exot im deutschen Dampflokbau, die Allensteuerung einer Baureihe 897 der preußischen T3. Für mich ist es immer wieder faszinierend zu sehen, wie diese kleinen Wunderwerke der Technik im Anlagenbetrieb meist mehr oder weniger unbemerkt funktionieren. Mit der am weitesten verbreiteten Heusinger Steuerung schließen wir unseren kleinen Exkurs über Dampflokgestänge schon wieder ab. Ohne die Lokomotive herunternehmen zu müssen, kann ich sie auf dem Rollenprüfstand nun gleich auch noch programmieren. Entweder indem ich den Rollenprüfstand zum Programmiergleis der CS3 mache oder auch indem ich sie einfach so direkt mit der CS3 verbinde, denn Loks mit MFX-Decoder müssen ja nicht zwingend alleine auf dem Programmiergleis stehen, sondern werden auch auf der Gleisanlage erkannt. Nun könnte ich auch bei älteren Motorroller oder DCC-Decodern eine neue Adresse vergeben. Es kann ja nur nicht mal jede DCC-Lokomotive auf die Adresse 3 hören. Es könnten die Funktionstasten anders belegt oder auch die Motorenparameter geändert werden. Anfahr- und Bremsverzögerung passe ich eigentlich bei jedem Modell nach meinen Vorstellungen an. Ansonsten setze ich, falls notwendig, die Höchstgeschwindigkeit herab, sodass das Modell nur noch unwesentlich schneller läuft als das Vorbild. Ich liebe es einfach, wenn Soundmodelle vorbildlich langsam schnaufend an mir vorbei defilieren, wobei meine Schnellzüge natürlich auf der Paradestrecke gegebenenfalls auch einmal schneller unterwegs sein dürfen. Für ESO-Decoder habe ich auch die Möglichkeit, den Rollenprüfstand mit einem Logprogrammer von ESO zu verbinden. Damit kann ich auch bei diesen Modellen Adresse einstellen, Funktionen festlegen und die Motorcharakteristik optimieren.
Außerdem kann ich hiermit ganz einfach neue Sounds auf die Modelle ausspielen. Von ESU gibt es bereits fertige Soundprojekte. Oder ich nehme den Sound einer anderen Lok und passe diesen nach meinen Wünschen an. Überdies kann man auch sonstige eigene Töne ganz nach Belieben auf die Modelle übertragen. Der Fantasie sind hier kaum Grenzen gesetzt. Auch für Marketing-Decoder gibt es wohl eine ähnliche Option mit dem Decoder-Programmer. Doch muss man hier die Decoder physisch aus der Lok entnehmen und auf den Programmer stecken. Da ich mir das Teil von Marketing aber noch nicht gegönnt habe, kann ich dazu nichts aus eigener Erfahrung sagen, wie gut oder schlecht das funktioniert. Das vierte und letzte Einsatzgebiet für meinen Rollenprüfstand war ausschlaggebend dafür, mich für den Marketing-Artikel zu entscheiden. Denn für den Marketing-Rollenprüfstand 78151 gibt es einen Taktgeber von CAN Digitalbahn, der wiederum auch kompatibel mit meiner Modellbeinsteuerung WinDigipad ist. In dieser Kombination wird mir die Geschwindigkeit der Fahrzeuge direkt live am PC angezeigt, als Wunsch auch schon umgerechnet auf den Maßstab des Vorbildes. Damit ist die Einstellung einer vorbildnahen Höchstgeschwindigkeit ein Kinderspiel. Zudem habe ich so neben einer Messstrecke und den Lichtschranken von Lockstore Digital eine dritte Möglichkeit, automatisch die Triebfahrzeuge einmessen zu lassen. Das heißt, der Modellbahnsteuerung mitzuteilen, wie schnell die Lokomotive bei welcher Einstellung fährt, um sie später schön sanft und punktgenau am Bahnsteig oder vor dem Signal anhalten zu können. Nach Auswahl der Messoption und einer 15-stufigen feinen Messung legt WinDigipad los und führt die komplette Messsequenz vollautomatisch durch. Vorwärts und rückwärts wird das Fahrzeug auf 15 unterschiedliche Fahrstufen beschleunigt und die Geschwindigkeit dabei gemessen. Dies ergibt eine ausreichend genaue Kurve, um die Züge im Anlagenbetrieb auf 5 bis 10 cm genau an einem beliebigen Punkt anhalten zu können. Nach Abschluss der Messung eliminiere ich eventuelle Ausreißer und teile dem Programm noch die erlaubte Maximalgeschwindigkeit vorwärts und rückwärts mit. Dann bin ich auch bereits fertig und kann das Ergebnis abspeichern. Nun kennt WinDigipad eine weitere Lokomotive von mir hinreichend genau, um sie in den automatischen Anlagenbetrieb einbinden zu können. Ich hoffe, ihr konntet heute einige interessante Punkte aus meinem Video mitnehmen. Auf jeden Fall vielen Dank für euren Besuch in meinem Hobbykeller. Falls ihr ansonsten weiter mitverfolgen wollt, wie es mir beim Bau meiner ganz persönlichen Modellbahn-Traumanlage ergeht, so lasst gerne ein Abo da und schaut euch auch die weiteren Videos meiner entsprechenden Playliste an, die ich hier rechts verlinke. Ciao und pfiat euch, euer Jörg alias 1:87 Enthusiast.